die wirklich Hilfe brauchen, finde ich, die sollen hier bleiben. Die sollen auch geholfen werden. Aber die Menschen, die aus dem Balkan kommen, ich finde, da ist kein Krieg. Ne? Unsauber. Das ist es. Ich weiß es nicht. Im Moment wird man den Kamen nicht damit konfrontiert. Vor allen Dingen sind die ja auch in festen Unterkünften, ne? Sodass man da nicht so viel mit zu tun hat. Man trifft sie jetzt überall, ne? Aber das macht uns nichts. Also wir können damit leben. Ja, solange Sie mich in Ruhe lassen, lasse ich die auch in Ruhe, oder? Ja. Greifen Sie mich an, greife ich auch an. Wenn man das alles so sieht, dann graut es einem. Das geht alles von den Steuergeldern, die vorher ja nie für unser Sozialwesen da waren. Wenn ich auf die Leute in unserer Stadt schaue, ist das für viele oft noch schwer zu akzeptieren. Und ich merke das selber bei mir. Also den Fremden über die Schwelle meines Denkens, über die Schwelle meiner Wohnung und über die Schwelle meines Herzens zu lassen, das ist eine Herausforderung. Und hol die Leute mal in deine Wohnung rein. Das ist Gastfreundschaft. Einige schaffen das und bei anderen spüre ich, ist so ein ganz behutsames sich annähern, mal gucken, mal Besuche machen. Und bei anderen ist der Graben so groß und so fremd, dass sie sagen, will ich nicht, kann ich auch nicht, weil ich einfach spüre oder vielleicht ahne, wenn ich das machen würde, müsste ich eine ganze Menge in meinem Leben neu aufstellen. Und einige tun das, andere wollen das weniger. Wenn man jetzt vorher diese Flüchtlingsdebatte mitbekommt und im Fernsehen das verfolgt, auf dem Sofa zu Hause, nebenbei mal drauf guckt und dann wieder hört, ja, die Flüchtlinge und sonst wie, das ist problematisch. Wenn man im Alltag normal lebt, kann man ja auch einfach locker überhaupt nichts davon mitbekommen. Man kann ja zwar darüber diskutieren und so und sich vielleicht auch aufregen oder was die einen sagen, was gut finden, was die anderen sagen, aber so richtig treffen oder so tut es einen ja eigentlich nicht. Mit Visa Schengen. Ja, mit Schengen-Visa. Ja, genau. Ja. Ich komme mit dem Boot. Mit dem Boot auch, ne? Auch über das Mittelmeer. Ne? Von Libyen. Von Libyen, ne? Ja. Das war schrecklich. Ne? Wie viele Stunden warst du auf dem Boot? Zwei Tage. 2 Tage lang auf dem Boot, ne? Jeden Tag, die ich im Mausegard unterwegs bin, die ich im Camp unterwegs bin, vertrauen mir so viele Leute von ihren eigenen Geschichten an, von ihren Verwundungen, von ihren Träumen, von ihren Hoffnungen so. Und mehr Leute, auch aus unseren Pfarreien, bekommen so eine Ahnung, dass Jesus so die Kirche gemeint hat, als seine Freunde, die unterwegs sind, um die Welt Familie werden zu lassen. Die Idee dieses Go for Peace ist, dass wir junge Leute aus ganz Europa, aus 15 verschiedenen Nationen eingeladen haben und dass diese Jugendlichen miteinander leben und in dieses Miteinanderleben die ganzen asylsuchenden Jugendlichen reinnehmen. Schön ist einfach, dass wir mittlerweile an Top-Tagen sozusagen 30 Nationen sind. Das ist diese Perspektive, das Wir der Menschheit erfahrbar zu machen. Wir sind oft gewohnt, erstmal von den Trennungen her zu denken. Sei es auf die Kirche hin, sei es auf die Menschheit hin, auf die verschiedenen Nationen hin. Aber das Erste ist, wir sind alle als Menschen geboren und wir gehören zu diesem Wir der Menschheit. Und das zu erfahren, ist das Ziel dieses Camps. Sind dann ins Flüchtlingsheim in Kamen gegangen, haben dort einen Spielplatz gebaut, haben dort mit den Kindern gespielt und haben in Kamen zum Beispiel Friedenspfeiler aufgebaut oder sind ins Altenheim gegangen, um einfach da miteinander quasi, obwohl wir aus so vielen unterschiedlichen Ländern sind und uns eigentlich so viele Sachen theoretisch trennen, also die Sprache, die Kultur, haben wir quasi einen Weg gefunden und durch die Arbeit zusammen, die wir da gemacht haben, zueinander zu finden. Ihr müsst im Prinzip von Dienstag, also von morgen bis Samstag, ist euer Ort die Konzertaula. Ja? Ihr seid jetzt die Regisseurinnen, ja, des Ganzen. Fedji ist dabei, George, also Fedji und George sind quasi die Hauptdarsteller. Und dann kommen noch ein paar dazu wie Milena, dann haben wir noch 2 Leute aus Sri Lanka.
Ach, wir wissen nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr uns ja weiterhelfen. Sag mal, aus welchem Land kommt ihr denn eigentlich her? Aus Sri Lanka. Das ist eine wunderbare Insel. Da kann man viel entdecken. Langsamer. Okay. Aus Sri Lanka. Das ist eine wunderbare Insel. Da kann man so viel entdecken. Ja? Bisschen mehr Emotionen, dass du es wirklich fühlst. Aus Sri Lanka. Das ist eine wunderbare Insel. Da kann man vieles entdecken. Das ist viel besser. Ja, ist viel besser. Echt? Was kann man da entdecken? Zeig doch mal. I like Sri Lanka. It's a nice country. Our people is my relation, my father, also very nice. My miss. This father is dead, and this poor kinder. Yeah. You can look, no helping. On jump, run. Everybody try to survive. Yeah, go away. some life Go away. way. Yeah. Nobody to help him Yeah. because the helping he also want not safely. I won't like fight. I looking for this fight, my land fight. Oh, very difficult fight. Very running. 13 years now. My age 32. Now is 20 years. Every country here sitting and another city. Like this running. Life is kaput. My life never is. Or one school, after 3 months another school. 3 months another school. How to study? Our land. Sri Lanka. Good Sri Lanka. Wir sind Brüder. Ronald haben wir erst hier in Deutschland. Aber kennengelernt, aber der ist für uns auch wie ein echter Bruder. Very, very good. Exactly like that. And Fergie, the answer. Das ist die Antwort. Wir sind Brüder, haben sie gesagt. Pause. Vom Menschen anfangen, in jedem Menschen eine Bruder oder eine Schwester zu sehen, wie kommen wir Frieden? Ja, stimmt. So wird die Erde auch wieder schön. Ja, genau. Und der Traum von Frieden wird wahr. George, super. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Ihr habt gerade die Erkenntnis. Wir sind Brüder und Schwester. Ihr habt rausgefunden, euer Geheimnis. Wir sind Brüder und Schwester. Und dann... Was ist das denn? Warte, das war Nochmal die Szene, wenn du vorne lieber so 21, 22, 23. Okay, nochmal ab. George, super, du bist mein Bruder. Ja, genau. Und der Traum von Frieden wird wahr. George, super. Du bist Die Protagonisten des Theaterstücks waren die Flüchtlinge. Wir waren am Anfang so, das muss jetzt klappen und ihr müsst jetzt proben und es muss laufen und es geht so und so und so, sonst schaffen wir es nicht und sonst wird es nichts. Und da wurden wir so ein bisschen zurückgerudert und haben gemerkt, wir müssen quasi jetzt auch schon während der Probe unser Motto Be Brother, Be Sister leben und nicht erst nur das versuchen im Theaterstück rüberzubringen. Dass wir dann nämlich mit diesen Kindern da irgendwie auch spielen und nett sind und vorsichtig mit umgehen und so. Und dass es nicht nur ist, um das zu perfektionieren, sondern dass wir während des Stücks auch schon quasi das Motto leben. Also ich habe ziemlich überschwänglich gute Stimmung, aber ich habe auch meine Momente, wo ich traurig bin, wie es läuft. Also dass ich ein bisschen wütend auch bin. Dass ich verstehe vieles nicht und ich lese auch viel Zeitung und ich versuche mich zu informieren, aber ich habe immer das Gefühl, ich verstehe so viel nicht und ich komme da nicht hinterher und ich begreife so viele Sachen nicht. Und das macht mich ein bisschen wütend und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll.
fertig hatte, da bin ich dann hier nach Freiburg gezogen und hier studiere ich jetzt Medizin, habe zum Glück einen Medizinstudienplatz bekommen und wohne jetzt seit 1,5 Jahren hier in dieser netten WG, hier in meinem Zimmer und bereite mich gerade irgendwie aufs Physikum vor. Dann war ich bei der Familie dort im Flüchtlingsheim und habe mich mit der Person da unterhalten und sie hat mir ihre Geschichte quasi erzählt und gesagt, dass ihr Mann umgebracht wurde und dass sie dann fliehen musste mit ihrem Kind und dann trifft einen das. Dann sitzt man da und denkt, wow, und wir reden da so irgendwie emotionslos drüber und dann wird man auf einmal so getroffen von dieser Wahrheit oder der Wirklichkeit und denkt so, ja, wer bin ich eigentlich, da in meinem Alltag so drüber zu reden. Du bist meine Schwester. Ja, Jordan, du bist mein Bruder. Und du auch? Ich auch. Ja, du bist mein Bruder. Und jetzt Mein Eindruck ist, in dieser Zeit, die so wirklich schwierig geworden ist, also wo die Welt bröckelt und wo auch Europa am Bröckeln ist und überall wieder so Konfliktherde auftauchen, dann braucht es Erfahrungsräume. Und diese Erfahrungsräume versuchen wir denen zu öffnen. Und wenn ich so erleben darf, abends in diesen Camps, wenn die noch zusammenkommen, dann fangen die an zu tanzen, dann fangen die an miteinander zu diskutieren, dann fangen die an auf einmal aus ihren politischen Systemen zu erzählen, wie das geht, im Kosovo, in Albanien, in Norwegen, in Frankreich. Und wir merken auf einmal, diese Länder werden für die einzelnen Jugendlichen also personalisiert. Die haben ein Gesicht im Herzen und vor Augen und spüren auf einmal, das ist genauso ein junger Mensch, der so sucht wie ich. Und sie tun sich zusammen und Brücken entstehen. Und das merken wir in diesen Tagen auch in diesen Mausegatt-Wohnungen, wo die Flüchtlinge bei uns ja untergebracht sind in dieser Stadt. Wie mancher ist auf die zugegangen und hat so ein Gespräch mit denen gesucht und hat angefangen, im Gesicht des Fremden einen Menschen zu entdecken, der genauso fühlt, der genauso hofft, der genauso geliebt werden will und lieben will, wie ich das auch will. Frieden heißt für mich, dass die Leute in Ruhe leben können und den Alltag genießen und ganz normal sind und wo ich mich jetzt nicht kümmern soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Und immer nachdenken und nachdenken. In Albanien, meiner Ansicht nach, gibt es sehr viel Armut und deswegen suchen die Leute immer wieder was Besseres. Sei das in Deutschland oder Italien oder Österreich oder wo auch immer. Wenn du mit Leuten redest oder so, die sagen alle, so viele Probleme und so und ich möchte weg oder die Jugendlichen sagen das. Aber wenn alle weggehen, dann was wird mit Albanien? Was wird mit diesem Land? Wer arbeitet dann mehr hier oder die Albanien entwickelt sich dann nicht. Wieso ist es so leicht für andere Menschen in Europa, zum Beispiel Frankreich, Deutschland oder Österreich, und für uns ist es so schwer, für uns ist es einmal schwer, über die Grenze hinaus zu gehen, weil es immer dann so viele Fragen kommen, wo gehst du hin, wieso, was machst du dort und überhaupt. Und obwohl ich wie ein normaler Mensch einfach ein bisschen eine Reise machen möchte oder so. Ich habe es schon manchmal unfair gefunden. Also mein Traum wäre, dass das Jugend von Albanien mehr für Albanien tut und nicht einfach sagt, ich gehe jetzt weg, weil es schwer ist.
Papst Franziskus gesagt, wenn ihr wirklich Handwerker des Friedens sein wollt, dann müsst ihr Leidenschaft haben für den Frieden. Ihr braucht Geduld, ihr braucht Erfahrung und ihr braucht Ausdauer. Und wir werden den Jugendlichen anbieten, 1 Jahr lang wirklich Handwerker des Friedens zu werden, da wo sie leben. Und wir werden ihnen helfen, dass sie in diese Haltungen zum Frieden reinfinden können, damit wirklich gilt, go for peace, und damit sie wissen, was das heißt, go for peace. So, if we are together now in the Konzertaula, because I know you have to do a big job there, wenn wir zusammen sind in der Konzertaula und ihr müsst echt da mal lochen, I think there will come, I'm sure, today there will come some, let's say also some difficult moments, because we have to bring it all together. It's not so simple. Always, now, forever. Also ich kann konkret sprechen, zum Beispiel von 2 Kindern oder einem Kind und einem Jugendlichen, die aus einem fernöstlichen Land kommen und deren Vater ermordet worden ist. Wenn ich die beiden erlebe, die kommen jetzt zu uns zur Kirche, weil die gespürt haben, da ist keiner, der uns irgendwie missionieren will. Und sie spüren, dass sie ein Teil dieser Familie sind. Und ich habe dem einen Jugendlichen einen schönen Teppich besorgt, damit er täglich auch seine Gebete als Moslem machen kann. Also für mich ist dieser Respekt vor dem anderen in seiner Einzigartigkeit und in seinem So-Sein total wichtig, weil ich glaube, nur wenn der andere sich geliebt fühlt und frei fühlt, dann spürt er auf einmal, wir sind Brüder und Schwestern in unserer Verschiedenheit. Mir. Frieden. Мир всім вам. Beke. All people எல்லாருக்கும் சமாதானம். Yeah. Beke. Paz. Peace. Amen. Pokoj. Salam. Also naiv dran zu glauben, das finde ich irgendwie eine problematische Sicht, wenn man immer sagt, ja, das ist doch total naiv, wie du gerade denkst. Aber das ist auch wichtig, in jedem Moment und in jeder Lebenssituation Frieden zu leben. Dann ist doch die einzige Möglichkeit, wie wir als Individuen quasi etwas tun können. Klar können wir sagen, das kann doch nur von ganz oben geschehen und von der Politik oder von Leuten, die viel Einfluss haben. Aber wir müssen ja auch, letztendlich ist es doch das, was wir selber tun. Und wenn wir für uns sagen, wir wollen Frieden leben und das auch an andere Menschen weiterbringen, dann können wir das in unserem Umfeld schaffen. Und wenn das viele Menschen machen, dann ist natürlich so Frieden zu erreichen. Ich glaube nicht, dass es naiv ist. Super, du bist mein Bruder. Und du bist meine Schwester. Nein, du bist mein Bruder. Ja, Die Jugendlichen sollen ein bisschen mehr aktiv sein, mehr ehrgeizig. Und wenn sie was möchten, dann müssen sie für diese auch so kämpfen. Und, ja, weil es ist nicht leicht, ich weiß, aber man soll nie aufgeben. For everybody is brother, sister there. We are in Deutschland or Egypt or Pakistan, Sri Lanka. Everybody in Deutschland coming, and everybody must be want to coming on peace, and everybody brother, sister. We are. Die Tasse ist weiß. And again, what it means? Yeah, stool is brown color. Das bed is black.